Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns loslegen. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die schon lange ein Kind haben wollten. Schließlich dachte die Frau, dass Gott ihr vielleicht den Wunsch erfüllen würde. Sie hatten ein kleines Fenster an der Rückseite ihres Hauses, das auf einen wunderschönen Garten mit vielen schönen Blumen und Kräutern blickte. Doch dieser Garten war von einer hohen Mauer umgeben, und niemand war mutig genug, ihn zu betreten, da er einer mächtigen Zauberin gehörte, die allen Angst einjagte. Eines Tages stand die Frau am Fenster und schaute in den Garten. Sie entdeckte ein Beet mit dem schönsten Rapunzel, auch bekannt als Wickenblume, das so frisch und grün aussah, dass sie es sich sehr wünschte. Ihr Verlangen war so groß, dass sie schwach wurde und blass und traurig aussah. Ihr Mann bemerkte es und fragte: »Was ist los, liebe Frau?« Sie antwortete: »Wenn ich nicht etwas von dem Rapunzel aus dem Garten hinter unserem Haus essen kann, fühle ich mich, als würde ich sterben.« Der Mann, der sie liebte, dachte: »Ich kann nicht zulassen, dass meine Frau stirbt. Ich werde ihr etwas von dem Rapunzel holen, egal was es kostet.« In der Dämmerung kletterte er über die Mauer in den Garten der Zauberin, pflückte schnell etwas Rapunzel und brachte es seiner Frau. Sie machte einen Salat daraus und aß ihn gierig. Es schmeckte ihr so gut, dass sie am nächsten Tag noch mehr wollte. Wenn ihr Mann etwas Ruhe wollte, musste er erneut in den Garten zurückkehren. Also kletterte er an diesem Abend wieder hinunter. Doch als er über die Mauer kam, hatte er große Angst, denn er sah die Zauberin dort stehen. »Wie kannst du es wagen, in meinen Garten zu kommen und mein Rapunzel wie ein Dieb zu stehlen?« sagte sie wütend. »Du wirst dafür bezahlen.« Er antwortete: »Oh, bitte zeige Gnade. Ich habe es nur aus Notwendigkeit getan. Meine Frau hat dein Rapunzel von unserem Fenster aus gesehen und wollte es so sehr, dass sie ohne es sterben würde.« Der Zorn der Zauberin ließ nach, und sie sagte: »Wenn das wahr ist, darfst du so viel Rapunzel mitnehmen, wie du möchtest, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau bekommen wird. Ich werde gut für sorgen wie eine Mutter.« Aus Angst stimmte der Mann allem zu. Als seine Frau das Kind zur Welt brachte, erschien die Zauberin, nannte das Kind Rapunzel und nahm es mit. Rapunzel wuchs zu dem schönsten Mädchen der Welt heran. Als sie 12 Jahre alt wurde, sperrte die Zauberin sie in einen Turm im Wald. Der Turm hatte keine Treppe und keine Tür, nur ein kleines Fenster ganz oben. Wenn die Zauberin sie besuchen wollte, stand sie unten und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar zu mir herab.« Rapunzel hatte langes, schönes Haar, das wie gewundenes Gold glänzte. Wenn sie die Stimme der Zauberin hörte, ließ sie ihr Haar herunter, wickelte es um einen Haken am Fenster, und die Zauberin kletterte hinauf. Nach 1 oder 2 Jahren ritt ein Prinz durch den Wald und hörte ein schönes Lied. Er hielt an, um zuzuhören. Es war Rapunzel, die allein in ihrem Turm sang. Der Prinz wollte sie sehen, konnte aber keine Tür finden. Er ging weg, kam aber jeden Tag zurück, um ihre schöne Stimme zu hören. Eines Tages, während er sich hinter einem Baum versteckte, sah er die Zauberin kommen und hörte sie rufen: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar zu mir herab.« Rapunzel ließ ihr Haar herunter, und die Zauberin kletterte hinauf. Der Prinz dachte: »Wenn sie so hereinkommt, werde ich es auch versuchen.« Also ging er am nächsten Abend zu dem Turm und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar zu mir herab.« Sofort fiel ihr Haar herab, und der Prinz kletterte hinauf. Zunächst hatte Rapunzel große Angst, als sie zum ersten Mal einen Mann sah. Doch der Prinz sprach freundlich zu ihr und sagte, dass er so von ihrem Gesang berührt war, dass er sie treffen musste.
Rapunzel fühlte sich weniger ängstlich, und als er sie fragte, ob sie ihn heiraten wolle, dachte sie, er wird mich mehr lieben als die alte Frau. So sagte sie ja und nahm seine Hand. Sie sagte, ich werde gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich hinunterkommen kann. Bring mir bei jedem Besuch etwas Seide mit, und ich werde eine Leiter daraus weben. Wenn sie fertig ist, werde ich hinunterklettern, und du kannst mich auf deinem Pferd mitnehmen. Sie einigten sich darauf, dass er sie jeden Abend besuchen würde, da die Zauberin tagsüber kam. Die Zauberin bemerkte anfangs nichts, doch eines Tages fragte Rapunzel sie, »Warum bist du so viel schwerer hochzuziehen als der junge Prinz?« »Er kommt so schnell zu mir.« »Oh, du böse Tochter«, rief die Zauberin. »Was hast du gesagt?« »Ich dachte, ich hätte dich von allen ferngehalten, aber du hast mich betrogen.« In ihrem Zorn packte sie Rapunzels schönes Haar, wickelte es um ihre Hand und schnitt es mit einer Schere ab. Die schönen Zöpfe fielen zu Boden. Sie war so grausam, dass sie Rapunzel an einen einsamen Ort brachte, wo sie in Traurigkeit und Not leben musste. Am selben Tag befestigte die Zauberin das abgeschnittene Haar am Fensterhaken. Als der Prinz kam und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar zu mir herab«, ließ sie das Haar herunter. Der Prinz kletterte hinauf, aber anstelle von Rapunzel sah er die Zauberin, die ihn mit bösen Augen anstarrte. »Ah«, lachte sie höhnisch, »du bist gekommen, um deine Geliebte zu finden, aber sie ist nicht mehr hier. Der schöne Vogel ist fort, die Katze hat ihn gefangen und auch dich wird es verletzen. Du wirst Rapunzel niemals wiedersehen.« Der Prinz war voller Schmerz und Verzweiflung und sprang aus dem Turm. Er überlebte den Sturz, aber Dornen durchbohrten seine Augen. Blind und gebrochen wanderte er durch den Wald, lebte von Wurzeln und Beeren und trauerte um den Verlust seiner Geliebten. Viele Jahre wanderte er in Elend, bis er schließlich die Wüste fand, in der Rapunzel mit den Zwillingen lebte, die sie geboren hatte, einem Jungen und einem Mädchen. Er hörte eine Stimme, die ihm vertraut vorkam, und folgte ihr. Als er näher kam, erkannte Rapunzel ihn und lief zu ihm, weinend. 2 ihrer Tränen fielen in seine Augen, und er konnte wieder sehen. Er brachte sie in sein Königreich zurück, wo sie freudig empfangen wurden. Sie lebten lange Zeit glücklich und zufrieden. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.